Hallo und herzlich willkommen. Wir hatten dieses Webinar ursprünglich live über Zoom gemacht. Dabei gab es leider ein Problem mit dem Zoom-Link, sodass einige nicht teilnehmen konnten. Deshalb gibt es das Webinar jetzt hier nochmal als YouTube-Version, damit alle, die es eben verpasst haben oder technische Probleme hatten, es sich hier in Ruhe anschauen können. Das Thema ist heute die Frage, woran man eigentlich eine professionelle Feng Shui-Beratung erkennt. Ich werde dazu ein paar grundsätzliche Punkte erklären, das Ganze dann mit konkreten Fallstudien unterlegen, damit klarer wird, worauf es dann in der Praxis wirklich ankommt. Also natürlich wird es dabei auch um die Ausbildung gehen, also darum, was es braucht, wenn man Feng Shui nicht nur konsumieren, sondern wirklich fundiert lernen und anwenden möchte. Im Live-Webinar gab es am Ende außerdem noch eine Fragerunde. Das heißt, wenn Sie jetzt wegen des technischen Problems nicht dabei sein konnten, hatten Sie verständlicherweise auch keine Gelegenheit, Ihre eigenen Fragen zu stellen. Deshalb finden Sie unter dem Video die Möglichkeit, ein persönliches 20-Minuten-Gespräch mit mir zu vereinbaren. Das heißt, wenn Sie Fragen haben oder Ihre eigene Situation kurz besprechen möchten, dann nutzen Sie bitte diese Möglichkeit gerne. Ja, und wenn Sie erstmal einen praxisnahen Einstieg suchen, dann also das heißt jetzt, Sie wollen Feng Shui für sich im persönlichen Rahmen anwenden, wollen vielleicht gar nicht so sehr in die Beratungspraxis gehen. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit des Feng Shui Practitioners. Wir haben im Prinzip die ersten 5 Wochenenden ausgekoppelt. Das heißt, die können jetzt auch unverbindlich erstmal an den ersten 5 Wochenenden teilnehmen und danach entscheiden, ob sie in die Jahresausbildung weitergehen wollen. Das heißt, die ersten 5 Wochenenden werden dann voll angerechnet. Ja, und damit steigen wir jetzt direkt ein. Und deswegen fangen wir mal mit einer relativ unbequemen Frage jetzt an. Woran erkennt man eigentlich eine professionelle Feng Shui-Beratung? Also wenn wir jetzt über Feng Shui reden, bewegen wir uns eigentlich in einem Feld, das weitgehend unreguliert ist. Also man spricht da von einem offenen Markt. Und jetzt gibt es natürlich sowas wie Feng Shui-Verbände. Man sagt, ja, es gibt so einen Feng Shui- und Geomantie-Verband. Aber das ist eben auch nur ein e.V., das ist ein eingetragener Verein. Das heißt, wir stehen heute eigentlich an der Stelle, wo es viele Angebote gibt, viele Bezeichnungen, unterschiedliche Zertifikate, aber eigentlich keinen allgemein verbindlichen Maßstab, an dem sich Professionalität auf den ersten Blick eindeutig erkennen lässt. Das ist aber an sich eigentlich auch noch kein Problem. Das bedeutet eben nur, dass wir da genauer hinschauen müssen. Denn der Erwerb, also so ein Zertifikat und eine echte Beraterqualifikation sind eben nicht dasselbe. Und das Zertifikat ist auch erstmal gut. Das bescheinigt ja zunächst einmal, dass jemand an etwas teilgenommen hat. Wissen bedeutet eben auch, dass Inhalte aufgenommen und verstanden wurden. Und Qualifikation beginnt aber dort, wo Wissen eben unter realen Bedingungen sicher, differenziert und eben auch verantwortungsvoll angewendet werden kann. Genau diese Unterscheidung ist jetzt bei Feng Shui wichtig. Denn wie gesagt, wer Räume deutet und Empfehlungen ausspricht, der arbeitet eben nicht nur mit Informationen. Also ein Feng Shui-Berater greift, also er oder sie greift eben in Lebenszusammenhänge ein, gewichtet Einflüsse, spricht Orientierungen aus und übernimmt damit Verantwortung. Und das ist eben meiner Meinung nach der stille Irrtum vieler offenen Märkte. Und der lautet eben, naja, wer etwas gelernt hat, der kann es auch schon anwenden. Und wer es anwenden kann, der kann auch schon beraten. Und wer beraten kann, ist damit automatisch professionell qualifiziert. Aber zwischen diesen Stufen liegen ja oft Welten. Da, was man früher oft gesehen hat, also gerade in der Anfangszeit, ne? Also es hat jemand ein Buch über Feng Shui gelesen, am nächsten Tag war er Berater und 3 Tage später hat er eine Schule aufgemacht. Und das heißt aber auch, wie gesagt, es ist ein offener Markt. Und ob jetzt jemand wirklich qualifiziert ist oder nicht, zeigt sich selten auf dem Papier, aber auf jeden Fall in der Praxis. Und das können wir dann eben dort erkennen, wie ein konkreter Fall wahrgenommen, unterschieden und auch analysiert wird. So, und damit es jetzt nicht abstrakt bleibt, schauen wir uns einfach mal einen Fall an. Vielleicht mal was ganz Einfaches, also so wie in der Praxis eben auch sehr häufig vorkommt. Kurzer Disclaimer, das sind alles reale Fälle, die ich bearbeitet habe, aber aus
datenschutzrechtlichen Gründen konnte ich die Originalbilder nicht verwenden. Das heißt, ich habe die mir von 'ner KI, also von Nano Banana, das ist so ein Programm, mit dem man, so Bilder erzeugen kann. Ich habe mir diese Bilder praktisch damit nachstellen lassen, um die Identität des Kundens hier zu schützen. Also, ich bitte mir das nachzusehen. Und das war jetzt hier also ein sehr typischer Fall. Es war auch eine ältere Frau in Berlin, die kam praktisch in die Beratung, weil sie seit längerer Zeit schlecht schläft. Das heißt, die Ausgangslage war eben, ich wurde nachts immer wieder wach. Sie schlief sehr unruhig und fühlte sich morgens eben nicht wirklich erholt. Hatte das Gefühl, dass ihr Schlafzimmer sie nicht beruhigt, sondern eher so eine diffuse Unruhe erzeugt. Und naja, wie viele Menschen hatte sie da einiges ausprobiert, wie sie auf dem Bild unschwer erkennen konnte. Also sie hatte Farben verändert, hatte den Raum grün gestrichen, hatte das Bett umgestellt in so einen ganz merkwürdigen Winkel und hat auch schon bestimmte Gegenstände entfernt oder ergänzt und auch hatte schon mit Symbolen, Kristallen und energetischen Hilfsmitteln gearbeitet. Ja, vielleicht wurde ja auch von jemandem geraten, bestimmte Bereiche im Raum zu aktivieren oder nach einfachen Regeln mehr Harmonie herzustellen. Und also trotzdem blieb die eigentliche Verbesserung aus. Also hat sich eher verschlimmert eigentlich. Und dann kam sie praktisch mit der entscheidenden Frage, ne, ja, was muss ich denn jetzt machen? Und man sagen muss, naja, es geht ja eigentlich nicht darum, welches Hilfsmittel fehlt hier noch. Es geht ja nicht darum, so ein Feng Shui-Trick anzuwenden, sondern die Frage ist ja, was wurde hier denn überhaupt diagnostiziert? Das ist eigentlich der Denkfehler, dass man da zu früh mit Lösungen arbeitet. Und gerade bei Schlafproblemen ist das ein Thema, dass man, wenn man das seriös beantworten will, also nicht mit einem einzelnen Tipp beantworten kann. Also Schlafprobleme sind multikausal. Da muss man sich den ganzen Menschen anschauen. Die Maßnahme setzt da voraus, dass bereits klar ist, wodurch die Belastung in diesem konkreten Raum entsteht. Also wenn wir das vorher nicht abgeklärt haben, dann können wir da eigentlich gar nicht weiterarbeiten. Und das wurde aber gar nicht sauber untersucht. Also man sagt, aber wie ist denn die räumliche Struktur des Schlafzimmers? Wo liegt das Bett im Verhältnis zur Tür, Fenster, Bewegungsachsen? Also gibt es da Unruhequellen? Gibt es da Formspannungen oder äußere Einflüsse? Und vor allem unterstützt dieser Raum tatsächlich Regeneration oder erzeugt er eher eine Wachheit und eine Anspannung? Und was ist überhaupt ein räumlicher Faktor oder was sind vielleicht noch andere Zusammenhänge? Eine professionelle Feng Shui-Beratung würde deshalb nicht mit so symbolischen Korrekturen beginnen, also mit so einem Pflaster, was ich irgendwo draufklebe, sondern zuerst mal in der Diagnose. Das heißt, die würde zuerst den Raum lesen, bevor sie verändert. Und eigentlich genau darin liegt auch die Lehre in diesem Fall. Das Problem war nicht der Mangel an Maßnahmen, sondern das Problem war der Mangel an Diagnose. Wenn man jetzt diesen ersten Fall ernst nimmt, dann wird etwas sehr deutlich. Eine professionelle Feng Shui-Beratung unterscheidet sich nicht dadurch, dass sie mehr Tricks kennt, sondern vor allem dadurch, dass sie anders wahrnimmt, dass sie anders fragt und anders urteilt. Da können wir jetzt mal schauen, also was macht jetzt eine professionelle Feng Shui-Beratung wirklich aus? Die erste Ebene, die wir da besprechen müssen, ist eigentlich die Diagnosefähigkeit. Naja, die professionelle Beratung fängt nicht mit einer Technik an, sondern mit der Frage, womit habe ich es hier eigentlich zu tun? Also was ist die Ursache und was ist das Symptom? Also was ist wirklich räumlich bedingt, was vielleicht funktional, biografisch oder situativ. Und ohne diese Unterscheidung bleiben diese Empfehlungen eben unscharf. Das heißt aber auch, dass also diese Diagnosefähigkeit entsteht eigentlich erstmal darauf, dass ich mich auf die Situation einlasse. Das also ich weiß nicht, Alan Watts ist ja so ein großer Pionier des Zen. Der hat mal ein schönes Buch geschrieben, das hieß die Weisheit der Unsicherheit, The Wisdom of Insecurity. Das heißt, in eine Situation erstmal reinzugehen und nicht sofort mit einer Maßnahme oder mit so einem
schnellen Fix zu antworten, sondern sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, ich habe eigentlich keine Ahnung, aber ich interessiere mich dafür, ich öffne mich dafür und ich möchte jetzt wirklich verstehen, was da passiert. Und das ist diese Diagnosefähigkeit. Das heißt, saubere Wahrnehmung und Unterscheidung. Und die zweite Ebene ist dann eine methodische Fundierung. Das heißt, ich habe nicht nochmal ein paar gute Tipps, sondern wir gehen da wirklich systematisch vor. Das heißt, wir haben ein Theorem, wir haben ein Paradigma, das wir schrittweise abarbeiten, das dann zum Beispiel Raum, Form, Nutzung des Raumes, auch das Umfeld, zeitliche Qualität und Wirkung in einer nachvollziehbaren Ordnung analysiert. Also der methodische Zugang. Die dritte Ebene ist dann die Verantwortung, die ich da trage. Das heißt, sobald ich einen Raum deute, wie schon gesagt, Empfehlungen ausspreche, übernehme ich ja Verantwortung und ich beeinflusse Entscheidungen. Also ich greife da unter Umständen in Lebenssituationen ein, die sehr sensibel sind, belastet. Das sind richtungsentscheidende Dinge unter Umständen. Und das ist auch genau der Grund, warum eben eine Feng Shui-Beratung mehr braucht als jetzt nur gutes Bauchgefühl. Und das nächste ist eben Kompetenz, also der Erfahrungsaufbau. Also die Theorie zu lernen und verstehen zu können, ist ein guter Anfang. Aber anwenden zu können, unterscheiden zu können, Fehler zu erkennen und Zusammenhänge sicher zu beurteilen, das entsteht eigentlich erst über Zeit. Durch Wiederholung, durch echte Fälle, durch Rückmeldung und auch durch Supervision. Also dieses Wissen, das ist noch etwas, was man sich aneignen kann. Also man kann Wissen konsumieren, aber die Qualifikation, das ist ein Prozess, den ich durchlaufen muss. Das geht nicht anders. Ne? Das ist ein Erfahrungsaufbau. Und die fünfte Ebene ist auch sehr wichtig, ist diese persönliche Klarheit. Das heißt, wer Menschen berät, der muss auch sich selbst einigermaßen kennen. Weil sonst verwechselt man eben sehr schnell eigene Vorlieben, Projektionen oder Unsicherheiten mit fachlicher Einschätzung. Also es ist nicht umsonst, dass dann gab es dann so die typischen Berater, die dann hatten praktisch die Kunden immer das gleiche Problem wie der Berater gerade, ja, wo man dachte so, okay, Projektion. Ne? Das heißt, professionelle Beratung braucht nicht nur Wissen, sondern eben auch Klarheit dann im zwischenmenschlichen Kontakt. Und die letzte Ebene ist eben die professionelle, die berufliche Integration. Wir wollen ja Feng Shui nicht isoliert anwenden, sondern der westlichen Kultur unter Umständen auch mit einem bestehenden Beruf verbinden. Also ist jetzt eigentlich egal, ob wir jetzt in der Architektur, Coaching, Therapie, Beratung oder Gestaltung unterwegs sind. Also auch wenn ich jetzt kein Innenarchitekt bin oder kein Raumgestalter, dann gestalte ich ja doch einen Raum. Das heißt, ich muss an irgendeiner Stelle gucken, wie übersetze ich jetzt dieses Wissen. Also Feng Shui ist ja schon chinesisch, da kommen wir nicht drum rum. Wie übersetzen wir das jetzt in eine westliche Gestaltung, in eine westliche Architektur und welche Anwendungen gibt es da überhaupt? Und dann steht dann auch sofort die Frage, wie kommuniziert man das seriös? Wie integriert man das glaubwürdig? Und bleibt es dann fachlich nachvollziehbar? Also wenn ich jetzt da eine Grundrissplanung mache, da kommt dann ein Kunde mit seinem Grundriss und ich gebe dem Empfehlungen, kann dann ein Architekt, der vom Fach ist, kann er dann draufschauen und sagen, okay, das ist jetzt, das ist jetzt Feng Shui, das ist ja interessant, das ist eine interessante Lösung, ja, das ist eigentlich, ja, das ist gut. Hätte ich nicht gedacht. Ne? Und das Gegenbeispiel wäre dann, wo man irgendwo reinkommt und das Wohnzimmer dann mit Symbolen oder mit merkwürdigen Artefakten, mit chinesischen Artefakten dann verziert wurde. Und man denkt so, okay, hast du Feng Shui gemacht? Ne? Das dann, vielleicht ist einfach, denkst, so ein bisschen wie ein Sandkorn im Auge. Ne? Und wenn man jetzt diese Ebenen zusammennimmt, dann wird eben auch klar, also eine professionelle Feng Shui-Beratung ist mehr als Wissen, sondern eben genau die Verbindung aus Wahrnehmung, Methode, Erfahrung und Verantwortung. Damit jetzt die Punkte nicht abstrakt bleiben, dann schauen wir jetzt mal an,
wie eine professionelle Analyse in der Praxis tatsächlich aussieht. Und auch da, ich habe jetzt eine relativ einfache Beratung genommen, um das nachvollziehbar zu halten. Also in einer realen Beratungssituation kann es natürlich noch viel komplexer werden. Das war eine ziemlich interessante Beratung, das ist auch schon ein paar Jahre her. Das nennt es mal Bad Mojo, ein sehr repräsentatives Büro am Potsdamer Platz. Also es war ein Berater, der im PricewaterhouseCooper-Gebäude drin war. Also es ist dieses wunderbare, spitze Gebäude am Potsdamer Platz. Wer schon mal in Berlin war, ist eigentlich, wenn man so eine Feng Shui-Führung in Berlin macht, dann geht man da zuerst mal hin, weil diese unglaubliche Spitze da auf den Leipziger Platz rüber schaut. Und er saß jetzt eben oben in diesem Gebäude und sagt, ja, also ich verstehe das gar nicht, ich bin jetzt hier eingezogen, ich habe immer einen ganz guten Kontakt, ne? Aber die sind dann weg, die kommen einmal vorbei, wir haben dann ein gutes Gespräch, ich habe auch gutes Feedback, aber die melden sich nicht mehr. Und ich bin schon ganz verzweifelt und meine Frau hat gesagt, hier, probier doch mal Feng Shui, vielleicht liegt es ja wirklich an den Räumen. Und das war also die Situation. Also auch da, ich habe das wieder mit AI nachempfunden. Dann sieht man schon, der Kunde hatte seinen Schreibtisch so positioniert, dass die Besucher beim Gespräch direkt hinter ihm den Potsdamer Platz sahen. Ja, die Idee war natürlich nachvollziehbar. Also der Raum sollte beeindrucken und es sollte Erfolg, Souveränität und ein starkes berufliches Umfeld ausstrahlen. Und das Auffällige war jetzt eben, dass die Gespräche selbst gut liefen. Also der Kunde hatte ja den Eindruck, dass die Kontakte im ersten Termin positiv waren. Trotzdem zeigte sich immer dasselbe Muster, dass nach dem ersten Besuch sich nicht mehr viele Leute gemeldet haben. Und jetzt eben ein oberflächlicher Blick hätte vielleicht gesagt, ja, hervorragende Lage, also ist doch ein beeindruckender Ausblick, ist ein repräsentatives Büro, das sind ja eigentlich ideale Bedingungen. Da muss man aber sagen, okay, aber eine professionelle Analyse fragt an dieser Stelle nicht nur, wie der Raum auf den ersten Blick wirkt, sondern sie fragt, welche Beziehung erzeugt diese Anordnung im Gespräch. Und da sieht man, der Kunde saß jetzt mit dem Rücken. Ich habe das hier mal, das war die Darstellung, ich habe das mal nachgezeichnet hier. Er saß eben mit dem Rücken zu einem großen Panoramafenster. Und jetzt aus klassischer Sicht fehlt ihm damit im Rücken die schwarze Schildkröte, also ein stabiler Rückhalt, eine tragende Schutzposition. Also statt eben einer festen Wand oder einer stabilisierenden Begrenzung saß er vor einer offenen, energetisch sehr weiten Situation. Und das kann natürlich repräsentativ wirken. Also mal die Perspektive an sich wirkt natürlich repräsentativ, schwächt aber eben die Position der Person, die das Gespräch führt und diese Energie halten soll. Dazu kommt natürlich noch das starke Gegenlicht. Der Besucher würde visuell stark belastet und geblendet, nahm den Menschen optisch weniger klar wahr. Das heißt, der Raum setzt diesen Ausblick in Szene, aber eben nicht die Person, also nicht den Berater, der sich hier als Experten positionieren will. Also der geht da eher ein bisschen unter. Ne? Und dadurch entstand eben auf einer subtileren Ebene eine sehr ungünstige Dynamik. Das heißt, die Aufmerksamkeit wurde nach draußen gezogen und nicht zum Gegenüber. Also der Blick ging in die Weite und nicht in die Beziehung. Und der Mensch, der jetzt eigentlich überzeugen wollte, war räumlich nicht optimal gestützt. Und die Information war dann hier eben, ich bin jetzt nicht bei der Person, sondern so ein bisschen all over the place. Ne? Das ist so, alles so ganz weit und es geht in alle Richtungen. Aber da fehlt die Klarheit, da fehlt hier diese Punktlandung. Und das ist das, was er jetzt eben durch die räumliche Situation kommuniziert hat. Und das findet man tatsächlich auch sehr oft, wenn man mit MKUs, also mit so Mittelständlern arbeitet. Das sind dann Leute, die also unglaubliche Leistungen auch erbringen, unglaubliche Umsätze haben. Wenn man die dann vor Ort besucht, stellt man fest, die Räume, in denen die Verkaufsgespräche führen oder die Räume, in denen die Kunden empfangen werden, die repräsentieren das überhaupt nicht. Also da hat man eher das Gefühl, man steht in so einer Fabrikhalle. Das ist so ein kleiner Schrauber und das ist eigentlich gar nicht diese technische Expertise, die kommt nicht zum Ausdruck. Also genau hier zeigt sich dann eben, was professionelle Analyse leistet.
Also sie bewertet eben nicht nur, ob jetzt ein Raum schön oder beeindruckend ist, sondern fragt, hey, also welche Position wird hier gestärkt, welche Wahrnehmung wird erzeugt, welche Beziehungsdynamik unterstützt dieser Raum. Also in diesem Fall war das Büro eben repräsentativ, aber die konkrete Anordnung war für den Kunden, das hat ihn eher geschwächt, das hat für ihn nicht funktioniert. Und da liegt eigentlich auch genau die Lehre in diesem Fall. Also ein beeindruckender Raum ist noch kein wirksamer Raum. Und um da jetzt zu gucken, man denkt, ah ja, okay, jetzt hat man was über 4 Tiere schon mal gehört. Man denkt, ja, ja, genau, ich habe es verstanden. Ich sage so, also wir schauen noch mal ein bisschen tiefer in diesen Analyseprozess rein, um zu verstehen, wie der funktioniert. Und das Erste, was wir jetzt machen, wenn wir das methodisch einordnen wollen, ist es erstmal, ja, vielleicht mal als Gegenkonzept zu diesem, ich habe da einen Tipp und häng doch mal ein Bild von, weiß ich nicht, ne, einem ganz erfolgreichen Unternehmer auf, wäre ein anderer Ansatz, wo wir sagen, es gibt eigentlich kein richtig oder falsch, sondern es gibt immer nur ein beherztes, es kommt darauf an. Und dann wäre natürlich die nächste Frage, ja gut, aber worauf kommt es denn an? Und da sind wir bei diesem theoretischen Modell der Feng Shui-Methoden. Es kommt eben darauf an, für wen, an welchem Ort, zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Intention. Und das ist jetzt das, was diese Grafik hier darstellen will. Also wir sehen ganz oben Umgebung, Formschule, das ist dieses Xing-Shi-Pai, also diese Form-Kraftschule. Das ist die oberste Position von diesem Tetraeder. Und darunter sehen wir praktisch diese Basis, wo wir sehen, das ist Zeit, Raum und menschliches Verhalten. Und dazwischen ist so diese Linie, die hier entsteht, ob mich hier reinmalen lässt. Also hier diese Linie, die das so ein bisschen trennt, wir sagen, wir haben hier Umgebung, Zeit, Raum und hier menschliches Verhalten. Was auch so ein bisschen darstellen will, es gibt erstmal grundsätzlich 2 Ebenen. Wir haben hier praktisch eine materielle, sichtbare Ebene, wo wir sagen, das ist Form, Farbe, Material, das schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen detaillierter an. Und wir haben hier eine subtile, feinstoffliche Ebene, die sich mit Zeit, Raum und dem Menschen beschäftigt. Hinter jedem dieser Begriffe öffnet sich eigentlich wieder so ein kleines Universum. Also diese Formschule ist unglaublich umfassend, genauso wie es gibt ganze Schulen, die sich nur mit dieser räumlichen Ausrichtung beschäftigen. Genauso die zeitlichen Systeme, also die fliegenden Sterne, das ist ja so das regenbogenfarbene Einhorn, das Feng Shui ist so ein bisschen. Also da gibt es eine ganze Schule dazu und nicht nur das, sondern also San Yuan, also alles, was mit diesen 3 Zyklen zu tun hat. Und wir haben jetzt auch noch menschliches Verhalten, wo wir sehen, es gibt diese chinesische Astrologie, dieses Bazi Ming. Und auf der psychologischen Ebene würde da vielleicht auch noch das Dratürnwerk dazugehören. Also es ist ein sehr, sehr umfassendes Modell, was viele verschiedene Analysen oder Methoden hier vereint. Und wir steigen jetzt mal ein in diese Formschule und gucken, wie kann man das so ein bisschen weiter aufdröseln, was verbirgt sich da eigentlich. In unserem Grundlagenseminar, auch in der Ausbildung, habe ich da etwas geprägt. Also ich nenne es immer, ich habe das so im Scherz immer so ein bisschen das Formschulkochbuch genannt. Es war gar nicht despektierlich gemeint, sondern es sind sehr viele, das ist so ein Korb eigentlich von Methoden. Das sind, also jetzt hier in dem Fall sind es, jetzt erstmal sind 12 dargestellt, das sind tatsächlich noch mehr. Das sind so auf dieser Ebene die einzelnen Methoden, die wir da abarbeiten. Und warum Kochbuch? Ja, weil das ist wie beim Kochen. Also wenn ich mir ein leckeres Mittagessen kochen will, da mache ich auch nicht einfach den Kühlschrank auf und hole da alles raus, was drin ist und schmeiße dann alle Gewürze drauf, die ich noch im Schrank stehen habe, sondern ich überlege ganz genau, also welche dieser Methoden verwende ich, was hat jetzt hier eine Priorität und was kommt hier zum Einsatz. Und dann sieht man schon ein bisschen hier, die Begriffe kennt man vielleicht so ein bisschen. Man sieht, das ist jetzt hier Qi-Fluss und Qi-Sammlung, davon hat man vielleicht ein bisschen was gehört, diese 4 Tiere, der Einfluss dieser von Türen, der erste Blick, auch dieser Powerspot, diese Raumabfolge. Und da möchte ich jetzt einfach mal das bisschen anwenden. Warum machen wir das Ganze?
wir verwenden diese ganzen Methoden, um eine bestimmte Atmosphäre, um Qing, um einen emotionalen Affekt im Raum zu erzeugen. Also der Raum soll sich nachher so anfühlen, dass unser Herz damit in Resonanz gehen kann. Damit der Raum das macht, damit er uns dann unterstützt bei dem, was wir da tun wollen. Das ist so das erklärte Ziel. Und wenn wir jetzt hier mal reinschauen, sehen wir schon, das ist jetzt praktisch hier die Lösung. Springen wir mal hier zurück. Dann können wir schon sehen, ja, okay, ne? Wir haben jetzt hier dieser Qi-Fluss, der berühmte. Man sieht, also der Mensch, der Kunde sitzt praktisch jetzt hier genau in diesem Qi-Fluss. Wenn wir uns diese 4 Tiere anschauen, dann würden wir erkennen, okay, der hat eigentlich hier überhaupt keinen Rückhalt, also diese berühmte Schildkröte fehlt. Was könnte man noch sagen? Wir könnten mal Qi-Fluss und Qi-Sammlung können wir analysieren. Wir würden dann feststellen, in dieser Qi-Sammlung sieht es gar nicht so richtig gut aus. Also hier passiert ein bisschen was. Vielleicht hier, man würde vielleicht denken, hier, das sieht vielleicht auch gar nicht schlecht aus. Und dann sieht man aber, dadurch, dass die Eingangstür jetzt hier ist, dann wird dieser Bereich, der hier genau gegenüber der Tür ist, wird sehr unruhig. Und schaut schon so drauf und denkt so, also kein Wunder, dass der Kunde, der jetzt hier kam, der an dieser Position sitzt, dass der hier Probleme kriegt. Wenn wir da praktisch in die Tiefe gehen, das eben methodisch analysieren, dann kommen wir praktisch zu einer Lösung, die dann so aussieht. Und dann sagen können, okay, also es ist erstmal sinnvoll, diese Position hier umzusetzen. Und jetzt hat der Kunde, der beraten möchte, hat erstmal eine feste Wand im Rücken. Er hat auch hier die Eingangstür im Blick, also er sitzt jetzt in einer relativ starken Position. Der Kunde sitzt jetzt hier auf diesen Stühlen, sieht erstmal hier seinen zukünftigen Berater, seinen Menschen, mit dem er arbeiten will. Und ich habe jetzt hier praktisch auch die Möglichkeit, mich entsprechend zu präsentieren. Ich kann entweder ein Bild als Hintergrund nehmen, was dann auch gerne verwendet wird im Bücherregal. Also ich kann jetzt hier hinter mich etwas stellen, was eine Information über mich gibt. Also auch was vielleicht hängt dann auch hängen ein paar Zertifikate an der Wand. Also ich habe da eine Möglichkeit, meinem Kunden Informationen zu präsentieren. Und trotzdem ist dieser Blick auf den Potsdamer Platz, der ja hier das Büro so repräsentativ macht, ist immer noch wahrnehmbar. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, aber Herr Fischer, das ist ja, was machen Sie denn hier? Also hier der arme Kunde, der jetzt hier sitzt, dem geht's ja hier gar nicht mehr gut. Jetzt hat der auf einmal keine Schildkröte mehr, Der sitzt hier mit dem Rücken zur Tür. Das ist jetzt ja ganz schwierig. Wo ich dachte, also den gleichen Gedanken hatte ich dann auch. Also man merkt jetzt, diese Methode geht dann im nächsten Schritt weiter und sagt so, ich schaue mir das nicht nur aus der Position des Kunden an, sondern auch aus der Position seiner Kunden und sagt dann, okay, also ich entscheide mich trotzdem für diese Position, weil also hier der Mensch, der hier arbeitet, der muss ja erstmal sicher und kompetent und stark auftreten, der soll ja in der Form so wahrgenommen werden. Und er hat eben auch hier die Möglichkeit, er kann jetzt kann den Abstand zum Kunden halten und kann erstmal gucken, wie diese Interaktion verläuft und kann dann entscheiden und sagen, okay, ich lasse diesen Kunden hier sitzen. Also ich halte ihn ganz gezielt so ein bisschen in so einer schwächeren Position. Oder wenn er merkt, die Dynamik des Gesprächs verändert sich oder ich möchte jetzt tatsächlich hier einen näheren Kontakt zu dem Klienten aufbauen, dann kann man praktisch hier gemeinsam in diese Besprechungssituation rübergehen. Und da sehen Sie auch jetzt ein interessantes Detail. Das ist also hier dieses weiße Rechteck, was jetzt hier eingezeichnet ist. Das heißt, wir brauchen ja hier noch eine Garderobe und die ist jetzt in Form dieses Blocks hier eingefügt. Das heißt, ich schütze jetzt hier meine Sitzposition ein bisschen hier vor der Tür. Also ich komme hier erstmal rein,
und sehe, ja, ich habe so einen Durchblick hier, ich sehe schon, da ist eine Besprechungssituation. Sobald jetzt der Kunde reinkommt, wird er hier auch anfangen, seine Kleidung reinzuhängen. Also dann fühlt sich das automatisch, was dann hier diesen Durchblick nochmal beschränkt. Das heißt, sobald diese Besprechungssituation hier genutzt wird, wird die automatisch auch nochmal stärker vor der Tür hier so ein bisschen geschützt. Und damit kann ich jetzt praktisch, wenn ich hier dieses Büro verwende als Berater, kann ich jetzt hier die Kundensituation, kann ich diese Raumdynamik jetzt eben ganz gut steuern damit. Und das ist natürlich jetzt nicht die einzige Ebene, das ist wirklich, aber kurz mal, können jetzt auch nicht so in die Tiefe gehen. Also jetzt, wenn man praktisch dann alle Ebenen abarbeiten wollte, die in so einer Beratung zum Einsatz kommen, dann bräuchte man da mindestens eine Stunde. Aber jetzt einfach nur, um kurz einen Einblick zu geben, also das wäre jetzt hier so eine Ebene von Kompassberechnungen, sowas wie Bajai. Dann würde man noch die fliegenden Sterne drauflegen, würde sich noch das Horoskop des Kunden anschauen. Also dann würde das praktisch noch weitergehen. Das heißt, sieht man schon, es gibt ein systematisches Vorgehen. Das entsteht nicht durch bloßen Wissenserwerb, sondern auch eine systematische Schulung. Ich muss jetzt genau überlegen, welche Methoden wende ich hier an und wie verändert es die Gesamtsituation. Und es ist natürlich auch in jedem Fall, obwohl es dann die gleichen Methoden sind, entsteht eine vollkommen andere Situation. Also ich brauche einfach diese Praxis. Ich brauche eine Feedbackschleife. Ich muss da, also, guck mal, ich habe hier was gemacht, kannst du mal drauf schauen. Und dann wäre die nächste Frage dann schon, okay, Feng Shui wird ja erst dann auch beruflich wirklich interessant, wenn es nicht als exotisches Add-on erscheint, sondern auch eine nachvollziehbare Erweiterung der eigenen Kompetenz. Dass wenn man jetzt ja Räume so lesen kann, im letzten Beispiel, dann wird Feng Shui plötzlich in einem ganz anderen Sinn interessant. Eben nicht als dekoratives Zusatzwissen, sondern als eine echte professionelle Zusatzkompetenz. Und da können wir mal reinschauen. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen Architekt oder Gestalter, die Feng Shui eben nicht nur als symbolisches Add-on verstehen, sondern als eine Erweiterung ihrer Entwurfs- und Wahrnehmungskompetenz. Und für sie bedeutet Feng Shui dann nicht am Ende eines Projekts noch ein paar Korrekturen vorzunehmen, sondern schon viel früher zu fragen, wie wirkt ein Grundriss? Also wo entstehen günstige oder ungünstige Positionen? Wie bewegen sich Menschen durch einen Raum? Also wo entsteht genau dieser Rückhalt, Offenheit, wo Unruhe und Sammlung? Gerade jetzt, was die Architektur angeht, ist das sehr interessant, denn also ich habe gerade mit jungen Architekten, die jetzt von der Uni, direkt von der Uni kommen, die arbeiten auch noch sehr, das ist ein bisschen hölzern. Also es ist so denkt, ich habe hier einen Grundriss und ich baue den irgendwo hin. Dann hat es vielleicht auch ein Familienhaus, da ist noch ein bisschen Gartenfläche drumrum. Das soll sich dann mal der Gartenarchitekt drum kümmern. Und eben durch die Anwendung von Feng Shui entsteht ein vollkommen anderes Planen. Also es ist nicht ein Plan von innen nach außen, wird es heute eben auch sehr oft haben. Also auch wenn man jetzt in Berlin losgeht, so ein bisschen in Waltersdorf im Speckgürtel, ein Häuschen kaufen will von den großen Bauunternehmen, sieht man, es wird einfach so ein Schachbrett abgearbeitet. Und dann sieht man mit Feng Shui, entsteht eine andere Planung. Also ich plane eigentlich von außen nach innen. Also ich schaue mir erstmal an, was passiert denn hier drumrum und wie kann ich den Grundriss dann so aufbauen, dass der Grundriss anfängt, auch mit diesem Umfeld zu kommunizieren. Das Gleiche, gehen wir mal ein Beispiel rein mit Projektentwicklung. Ich war jetzt an einer großen Projektentwicklung beteiligt vor ein paar Jahren. Sieht man, also es ist eine relativ große Gebäudemasse. Das ist auch wieder könnte man praktisch jetzt einen Vortrag machen, nur über dieses Objekt. Ich habe jetzt mal eine Folie rausgezogen. Hier ging es praktisch um die Analyse der Gebäudemassen, wo man dann sehen kann, wenn ich jetzt mit diesen Konzepten des Feng Shuis dran gehe, sehe ich, wie hier Spannungen in Raumachsen entstehen, also wie Gebäude zu dicht massiert sind aufeinander, wo ich Lücken bilden kann, wo ich praktisch das ist ja auch schon eine ziemlich gewaltige Baumasse, wie ich hier Entspannungen reinbringen kann, wie ich noch offene Plätze hier einfügen kann, um jetzt auch für die Menschen, die hier nachher wohnen und arbeiten, noch eine höhere Aufenthaltsqualität dann zu erzeugen.
was natürlich dann im Endeffekt auch, wenn es dann in den Verkauf geht, wenn die Leute einziehen, auch eine bleibende Wirkung dann entfaltet. Aber auch darüber hinaus jetzt über die reine Grundstücksplanung oder über die Platzierung von Baumassen konnte ich eben hier auch beraten. Es waren jetzt auch verschiedene große Player, also vom Senat über BVG. Es gab einen Münchner Investor, der hier auf die Berliner Kultur gestoßen ist, dass man über historische Ebenen dann klären kann, so hey, wo baust du jetzt eigentlich gerade? Das ist ja Berlin, du musst praktisch diese kulturell-historische Ebene damit einbeziehen und auch zwischen diesen Akteuren, es waren so fünf große Akteure, die hier eigentlich aufeinander eingeschrien haben. Also auch da konnte jetzt Feng Shui eben über 5 Elemente, über andere Systeme konnte man noch eingehen und konnte da beratend tätig werden. Bis hin dann, wenn wir in der Architektur bleiben, nehmen wir hier mal einen Verkäufer für so einen großen Bauträger, der berät praktisch Käufer. Also wenn die jetzt eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus kaufen, hat er gesagt, okay, ich bin jetzt nicht nur einfach der Makler, sondern ich stelle eine umfassende Dienstleistung bereit. Das heißt, bei mir kriegst du den Handwerker für den Umbau, du kriegst den Küchenbauer, ich vermittle dir den Kredit. Der hat praktisch so ein Gesamtpaket für seine Kunden geschnürt. Und da ist eben auch eine Feng Shui-Beratung mit drin. Also er kommt dann praktisch zu mir mit seinen Kunden und wir machen eine Grundrissoptimierung, sodass die Kunden es dann kaufen und praktisch, in der Regel wird ja verkauft, also bevor dann wirklich gebaut wird, sodass die frühzeitig praktisch auch schon ihre Änderungen für den Grundriss dann durchgeben können, sodass das eigentlich auch mit relativ kleinem Aufpreis dann möglich ist. Und es ist ja auch, wenn man sich jetzt heute die Preise dann anschaut, das ist ja schon gewaltig. Das heißt, da möchte man natürlich auch eine Zufriedenheitsgarantie haben. Die gibt es natürlich nicht, weil man möchte natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich in der Wohnung hier wohlfühlt, dann ja weiter, also so hoch wie möglich schrauben. Oder jetzt nehmen wir hier mal das Beispiel, man sagt Architektin, Innenarchitektin, Gestalterin. Das heißt, wenn wir jetzt eben Feng Shui nicht als symbolisches Add-on verstehen, sondern als Erweiterung der Entwurfs- und Wahrnehmungskompetenz, kann man hier fragen, also wie wirkt eigentlich der Raum? Welche Bedürfnislage hat auch eine Person? Und wir haben ja gerade dieses Formschulkochbuch gesehen. Ich habe eine Methode an der Hand, um eine ganz bestimmte Atmosphäre über Farben, Farbe, Material, 5 Elemente in diesem Raum zu erzeugen, die dann nachher für den Kunden auch passt. Also es ist nicht einfach nur eine Innenarchitektur, es ist nicht eine zufällig ausgewählte Farbe oder es ist einfach die schicke neue Mode, sondern das ist jetzt wirklich ein Raum, der an den Bewohner wirklich angepasst ist. Weiteres Beispiel wäre zum Beispiel auch im Coaching. Da kommen wir jetzt so ein bisschen in eher so einen psychologischen Bereich rein, aber auch für einen Coach. Also ich habe jetzt einige NLP-Trainer auch schon gehabt. Für die war dann Feng Shui sehr interessant, weil auch wenn man jetzt einen Klienten dann besucht in seiner Wohnung, verraten die Räume oft sehr viel über Arbeitsweise, über Selbstorganisation, innere Spannungen und auch unbewusste Muster. Das heißt also, mit einer professionellen Raumdiagnose kann man hier einen erstaunlich präzisen Einstieg in diesen Beratungsprozess kriegen. Also auch nicht als Ersatz für die eigentliche Arbeit, sondern als eine konkrete Wahrnehmungshilfe. Ein weiteres Beispiel ist ich auch mal, das war in der Therapie, hat diesen Raum als Ressource verstanden und hat dann auch gezielt unterschiedliche Bereiche geschaffen. Es sind eher Bereiche, die dann zu einer körperlichen Aktivität stimulieren und dem gegenüber wieder Räume, also wenn man jetzt Kinder hat, die eher ein bisschen überdreht sind, die dann, um die runterzuholen, dass man die eher in einen ruhigen Kontext bringt. Das heißt, dass der Raum praktisch als zweiter Therapeut dann noch mitwirkt, was natürlich die Arbeit dann einfacher macht. Man muss nicht mehr gegen den Raum anarbeiten, sondern ich kann verschiedene Regionen in dem Raum erzeugen, die mich je nachdem, wie ich mit dem Klienten gerade arbeite, die mich da unterstützen. Ja, und das eben diese berufliche Integration, genau daran erkennt man jetzt, Feng Shui ist nicht jetzt so ein symbolisches Extra, wo ich nochmal die dreibeinige Kröte aufstelle, sondern das ist eigentlich es erweitert eine bestehende professionelle Kompetenz.
Und dann ist auch klar, warum jetzt ein reines Wissen oder eine Aneignung von Wissen nicht ausreicht. Denn beruflich integrieren lässt sich Feng Shui eigentlich nur dann, wenn aus diesen Inhalten tatsächlich dann Unterhaltskraft geworden ist. Und das ist auch in der Ausbildung immer sehr interessant. Also gerade diese Formschule ist eigentlich sehr einfach vermittelbar. Also diese Grundregeln, die kann man wirklich so an 1, 2 Wochenenden erlernen. Aber sobald man anfängt, die anzuwenden, wird es unglaublich komplex. Also so ein bisschen wie das Wetter. Also das Wetter ist ja auch ein chaotisches Phänomen, hat mir mal ein Meteorologe gesagt. Ja. Aber Wetter lässt sich eigentlich nur in 3 Gleichungen beschreiben. Also es reichen sehr weniger einfache Gleichungen, um ein System in eine unglaubliche Komplexität zu schleudern. Und das ist genau hier auch der Fall. Ne? Aber wenn man jetzt diese 3 Ebenen zusammennimmt, wenn man jetzt guckt, wir haben jetzt diesen Schnellkursfall gehabt, die professionelle Analyse und die berufliche Integration. Ich glaube, da wird der Unterschied zwischen diesen verschiedenen Ebenen relativ schnell klar. Jetzt sieht man vielleicht auch, wo der eigentliche Unterschied liegt. Also es liegt nicht jetzt zwischen Interesse oder Erfahrung, sondern jetzt wirklich zwischen Wissen und Qualifikation. Das heißt also, einen Einstiegskurs zu machen, kann auf jeden Fall sinnvoll sein. Auch jetzt sich Videoseminare dazu anzuschauen. Diese Inhalte können wertvoll sein. Auch ein Zertifikat hat absolut seinen Platz. Ne? Aber wenn wir jetzt professionell Feng Shui anwenden wollen, dann heißt es halt immer, okay, was davon trägt in der Praxis? Und dann kann man vielleicht den Unterschied so zusammenfassen. Also Informationen gegen Urteilskraft. Das heißt, Informationen zu haben, heißt noch nicht, dass man das wesentlich am konkreten Fall dann erkennen kann. Also auch wenn man jetzt sieht, ich habe diese 16 Techniken da aus diesem Formschulkochbuch, also ich wende die vielleicht auch alle korrekt an, aber das dann zu verbinden, das ist die Schwierigkeit. Und die nächste wäre eben, dass man sagt, okay, klar, man liest so ein Feng Shui-Buch, also gibt es halt Tipps und die liefern schnelle Antworten, aber ich muss ja eigentlich erstmal diagnostizieren und fragen, was das eigentliche Problem überhaupt ist. Ich erinnere mich noch so an also die bösen Jalousien, die einen dann in Stücke schneiden, von Lilian Thun im Buch dann mal, ne? Und man wieder sagen muss, ja, nee, Moment, man muss ja erstmal diagnostizieren. Also warum ist das schlecht? Wir haben da ein starkes Metallelement. Gut, also im Schlafzimmer, wenn ich das kuschelig warm haben will, ist das vielleicht nicht so gut. Aber wenn ich im Büro bin, dann, na wieso? Dann brauche ich ja Metall, ich brauche ja Klarheit, ich brauche diese Unterscheidungsfähigkeit. Das heißt, ich muss in eine Diagnostik kommen. Und dann merkt man auch schnell, also es reicht jetzt auch nicht, Einzelmethoden zu verwenden, sondern ich brauche ein Systemverständnis. Also ich muss die 5 Elemente und Skifluss und all diese Sachen integrieren können. Ja, das ist nochmals, da kommen wir jetzt dieser Gegensatz Zertifikat zu Beratungskompetenz. Klar, ein Zertifikat kann dokumentieren, dass ich da einen Lernweg begonnen habe und absolviert habe. Aber die Beratungskompetenz, die zeigt sich immer erst im Kontakt mit Fällen, mit Menschen und Situationen. Also ich sage das immer so, naja, wenn man lernt jetzt Tai Chi von mir aus oder kriegt seinen Yoga-Lehrer, hat da die Ausbildung gemacht, jetzt kriegt man seinen Schein oder der schwarze Gürtel im Karate und denkt man, haha, also jetzt kann ich das. Und dann zieht einen der Meister so zur Seite und sagt, ja, nee. Also so, jetzt fängt das Lernen eigentlich erst an. Also hast jetzt praktisch eine bestimmte Kompetenz entwickelt, aber in der Anwendung, ne, da geht es dann weiter, da fängt das eigentliche Lernen erst an. Und das ist eben auch genau der Unterschied. Konsumiere ich dieses Wissen, konsumiere ich Feng Shui nur und nehme ich das auf? Oder entsteht dann eine begleitete Entwicklung? Und diese Entwicklung ist immer transformierend. Und diese professionelle Qualifikation gehört eben zur zweiten Kategorie. Also wie kann man das jetzt auf den Punkt bringen? Na, vielleicht kann man ja sagen, also Wissen kann man konsumieren, aber Qualifikation muss man eben durchlaufen. Das Entscheidende ist am Ende nicht, wie viel jemand gelernt hat. Also entscheidend ist, was jemand im konkreten Fall zuverlässig erkennen, einordnen und verantworten kann. Und daraus ergibt es dann fast automatisch die nächste Frage. Also wenn professionelle Feng Shui-Beratung mehr ist als bloßer Wissenserwerb, wie muss dann eigentlich der Lernweg aufgebaut sein, der tatsächlich zu einer Qualifikation führt? Und genau daraus ergibt es dann eben ganz sachlich die nächste Frage.
ja, wenn man so arbeiten möchte, wie muss dann eine Ausbildung aufgebaut sein? Und das heißt dann, weil man bestimmte Fähigkeiten entstehen eben nicht dadurch, dass wir Inhalte einmal gehört oder verstanden haben, sondern wir brauchen Zeit. Wir müssen das in einer Struktur einordnen. Das Ganze braucht Wiederholung. Es braucht echte Fallarbeiten, brauchen Rückmeldung und Korrektur und wir brauchen Begleitung, weil diese Wahrnehmung, die schärft sich nicht auf Knopfdruck. Ja, und weil jeder, der Qigong schon mal gemacht hat, hat es gemerkt. Also es dauert einfach Zeit. Und die Urteilskraft entsteht eben auch nicht aus Tabellen, also nicht alleine. Ne? Und die Beratungssicherheit wächst auch nicht dadurch, dass man jetzt möglichst viele Techniken gesammelt hat. Also all das entsteht in einem Prozess, in dem man lernt, anwendet, reflektiert, korrigiert und wieder neu sieht. Und genau deswegen braucht ein professioneller Lernweg im Feng Shui in der Regel mehr als ein kompaktes Wochenende oder eine reine Wissensvermittlung oder so ein Schnellkurs. Also nicht, weil Kürze grundsätzlich schlecht wäre. Eine bestimmte Form von Reife, von Anwendungssicherheit und Wahrnehmungstiefe braucht einfach Zeit, um zu entstehen. Also niemand würde erwarten, dass man jetzt nach so einem Qigong, nach einer Woche, nach so einem Seminar, dass man da Meister wird, sondern man denkt, das ist klar, ich brauche da Jahre dazu. Ne? Und natürlich kann man sagen, ja, ich muss das ein ganzes Jahr machen. Nee, natürlich nicht. Nicht jeder muss sofort den ganzen Weg gehen. Aber wer eben professionell mit Feng Shui arbeiten möchte, kommt irgendwann genau an diesen Ebenen nicht vorbei. Der muss diese Ebenen durchlaufen. Das heißt also, auch wenn man jetzt sagt, ja, aber wir haben eine Jahresausbildung und also die Länge ist nicht automatisch besser, sondern sie ist einfach Folge eines bestimmten Qualitätsverständnisses. Und genau aus diesem Grund ist diese Ausbildung eben nicht als Schnellkurs aufgebaut, sondern als ein Weg über ein Jahr. Das heißt, wir gehen dieses Jahr zusammen. Es gibt ein gemeinsames Seminarwochenende pro Monat und dazwischen immer ein gemeinsames Treffen. Jeder hat ein individuelles Coaching. Ich fordere auch von Anfang an auf, macht Beratungen, geht raus, wendet an, kommt mit den Fragen zu mir, also damit genau diese Reife entstehen kann. Und auch, man sagt, okay, mit dieser professionellen Ausbildung kann natürlich auch nicht garantieren, dass jemand automatisch ein guter Berater wird. Aber man kann auf jeden Fall den Rahmen schaffen, in dem diese Fähigkeiten überhaupt realistisch entstehen können. Ja, vielleicht ist damit vor allem eins deutlich geworden. Also eine wirklich professionelle Feng Shui-Beratung beginnt eben nicht bei Techniken, sondern bei Wahrnehmungsfähigkeit, bei Unterscheidungsfähigkeit, bei einem methodischen Vorgehen, auch bei Verantwortung. Und deswegen ist die entscheidende Frage am Ende auch nicht einfach, will ich Feng Shui lernen oder nicht, sondern eher, na gut, in welcher Tiefe möchte ich Feng Shui verstehen und anwenden. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse an dem Webinar. Ja, im Webinar wäre es jetzt weitergegangen mit Fragen und Antworten. Das ist aufgrund dieses gebrochenen Zoom-Links war das ja so ein bisschen schwierig. Also wenn Sie jetzt auch zu den Personen gehören, die an dem Webinar eigentlich teilnehmen wollten, aber es irgendwie nicht geklappt hat, dann nutzen Sie gerne den Link unten in der Beschreibung, um ein 20-Minuten-Gespräch mit mir zu vereinbaren. Und dann können Sie genau diese Fragen nochmal loswerden. Also auch wenn Sie Interesse haben an unseren Beratungsleistungen oder auch Fragen zur Ausbildung haben, herausfinden wollen, also wie Sie jetzt diese Feng Shui-Berater-Ausbildung mit Ihrer eigenen beruflichen Position vereinbaren können, dann wäre das der Link, auf den Sie gerne klicken dürfen. Ja, auch ich hänge noch mal einen Link rein zu den weiteren Informationen zur Ausbildung. Und natürlich würde ich mich freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.